Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich starte das jetzt schon zum zweiten Mal, weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich vergessen habe, mein Mikro anzuschalten. Ja, deswegen eine zweite Begrüßung. Ihr bekommt natürlich nur die erste mit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Einer unserer liebsten Adventskalender, der Dr. Oetker Adventskalender, ist wieder bei mir angekommen. Der durfte bis jetzt jedes Jahr mit. Natürlich auch dieses Jahr durfte er wieder mit. Ich werde natürlich Sallys Adventskalender noch holen und auch den, wie heißt der, Backen mit Kathi. Ich bin mir nicht sicher, der aus Österreich, den ich letztes Jahr auch hatte, wird auf jeden Fall kommen, dass wir so ein bisschen Vergleich haben. Natürlich, der ist, wenn man jetzt die anderen zwei betrachtet, der günstigere Adventskalender. Preis steht natürlich hier unten drin. Da ist der Sally nochmal um einiges teurer und so im Mittelfeld ist der von Backen mit Kathi. Ich glaube, Kathi ist es. Ja, aber ich würde sagen, wir reden nicht lange, sondern wir gucken rein. Zum Design, bevor wir reingucken. Ich finde es mega schön. Ich finde, die letzten Jahre waren immer so ein bisschen ähnlich. Dunkelblau, Gold, Weiß. Und dieses Jahr haben sie sich mal ein bisschen was anderes getraut. Natürlich wieder ein Wendekalender. Aber ich finde das mit der Winterlandschaft mega schön. Gefällt mir besser als die letzten Jahre, muss ich sagen. Ja gut, gucken wir in die 1. Die 1 ist groß auf jeden Fall. Und zwar haben wir hier in der 1 gleich eine Grimm-Zimtmus drin. Das ist ja cool. Das war sonst immer so in späteren Türchen drin. Was ich fast ein bisschen besser fand, weil ich es immer gerechtfertigt habe damit, dass man eben zum Schluss hin nicht mehr so viel backt. Und dann ist es sinniger, sowas drin zu haben, dass man das schneller an Weihnachten vielleicht machen kann. Jetzt ist es in der 1 drin. Okay, bin gespannt, was später drin ist. Ich hoffe, die Backsachen sind jetzt nicht allzu spät drin. Wie gesagt, also am 24., 23., 22. da backe ich nicht mehr. Aber das hört sich auf jeden Fall mega lecker an. Ich liebe Zimt, ich liebe Mousse. Also Zimtmus wird mir auf jeden Fall schmecken. Keine Ahnung, wie es schmeckt, aber ich denke, das wird mir schmecken. Eine schöne 1 auf jeden Fall. Gefällt mir. Fängt schon mal mit einem Hammer an, muss man schon sagen. Und die kenne ich auch noch nicht. Die 2, die ist auch gleich hier sehr schön. Auch schon wieder so ein Riesentürchen. Und zwar eine Karte ist noch mit drin. Das ist ja süß. Ein Gutschein. Frohe Weihnachten. Wie schön, dass du unseren Adventskalender entdeckt hast. Wir hoffen, er zaubert dir Tag für Tag ein kleines Lächeln ins Gesicht und macht dir Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres noch größer. Sehr, sehr schön. Mit dem Gutscheincode Advent 26,20% sparen bei Dr. Oetker. Finde ich auch toll. Hätte jetzt auch in die 6 oder die 24 rein können. Sehr schön. Und dazu finde ich was man immer brauchen kann, eine Vanilleschote. Ich werde auf jeden Fall Vanillekipferl machen mit meiner Mama. Die machen wir jedes Jahr und da können wir die auf jeden Fall brauchen. Wandert schon mit und kann ich brauchen. Und es ist sehr gut, weil ich weiß, dass ich um den 6. rum bei meiner Mama bin. Das heißt, da werde ich dann auf jeden Fall die Vanilleschote mitnehmen. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Die 3. Die 3, die ist hier. Habt ihr schon gesehen. Die 4 habe ich auch schon gesehen auf der Seite. Muss ich mir merken. Dieses Mal ein kleineres Türchen. Und hier haben wir drin, ach, der ist doch mal süß, so ein kleiner Lebkuchenmann. Und ich finde eine schöne Größe. Nicht so groß, nicht so klein. Wäre der jetzt kleiner, hätte man wieder Probleme, dass man so friebeln muss. Und größer wäre es ja eher ein richtiger Lebkuchenmann. So ist es ein richtig schöner Lebkuchenmann-Plätzchen-Ausstecher. Werde ich sehr gerne auf jeden Fall mitnehmen und verwenden. Und auch eine hochwertige Marke, Zenker, kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Bis jetzt ist er doch ganz gut, der Kalender. 4, die war hier. Ein großes Türchen. Zwar haben wir hier, die hatten wir letztes Jahr auch drin. Fürs Plätzchenbacken verwende ich das jetzt nicht. Ich finde das jetzt auch eher so für Muffins. Finde ich ganz gut. Hätte mir aber eher was für Plätzchen reingewünscht. Chocolate Chunks einmal. Genau. Kann man eben auch Cupcakes damit machen. Beziehungsweise schöne Muffins damit machen. Verwende ich sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Und ich finde es sehr gut, dass es Vollmilch ist, weil ich liebe Vollmilch. Zartbitter mag ich ja nicht so gerne. Deswegen, ja, mir wäre es halt lieber gewesen, es wäre was für Plätzchen drin und das vielleicht zum Schluss hin. Aber okay. Das ist wieder meine persönliche Meinung. Die 5, die ist hier. Und hier haben wir, das ist jetzt wieder was ich sage, das kann man eher brauchen, weil das kann man für Kuchen auch brauchen, für Plätzchen auch brauchen. Wenn man zum Beispiel Spritzgebäck macht, in Schokolade eintunken, finde ich, kann man das auf jeden Fall brauchen von Dr. Oetker. Die Kuchenglasur, mit kakaohaltiger Fettglasur und zwar in dunkel. Einmal haben wir Vollmilch, haben wir dunkle Schokolade, meine Güte, also alles auf jeden Fall abgedeckt. Finde ich auch okay. Vielleicht werde ich dieses Jahr mal, hätte ich schon Bock drauf, Schokoladenkekse. Irgendwie Plätzchen zu machen, die in Schokolade eingetaucht werden. Ich bekomme Hunger. Die 6, der Nikolaus. Da hoffen wir natürlich bei Dr. Oetker, ist ja doch eine deutsche Marke, dass da was Besonderes drin ist. Es ist zumindest auch schön eingereiht, genauso wie die 24. Wir haben hier, ja, man kann jetzt diskutieren, ich weiß es, weil wir sowas ja letztes Jahr schon drin hatten. Ich finde die aber schöner. Die ist richtig, richtig schön und ich mache das ganz einfach so. Eine wird jetzt fürs Backpulver verwendet, eine fürs Vanillezucker. Das sind die 2 Sachen, wo ich immer sau viel da habe. Finde ich
cool. Und die finde ich tatsächlich ein bisschen schöner als die andere. Die andere war auch schön, weil die war auch so 80er-mäßig gestaltet, aber die ist auch schön. Ja, wie gesagt, kann man drüber streiten. Könnte man jetzt auch eine Butter oder so reintun. Wird genauso gehen. Die ist jetzt tatsächlich nicht so genau die Größe wie jetzt diese Backpulverschachtel. Die Backpulverschachtel war ja ein bisschen schmäler, dafür länger. Und die ist jetzt ein bisschen breiter. Könnte man bestimmt auch was anderes reintun. Ja, finde ich jetzt tatsächlich persönlich nicht schlecht. Aber ich verstehe, wenn manche sagen, ja, letztes Jahr hatten wir auch schon eine drin. Warum dieses Jahr schon wieder? Ich finde es aber toll, weil ich wirklich sehr, sehr viele Backsachen unten habe und auf jeden Fall beide brauchen kann. So, die 7, die ist wahrscheinlich hier. Ja, und die 8 auch schon, habe schon gesehen. Die 7 ist eine kleine Tür. Hier haben wir drin. Das kann man natürlich selber machen. Ist aber was, kenne ich noch nicht von Dr. Edgar. Keine Ahnung, ob die sowas auch öfters haben. Und ich finde es cool, Leute. Ich finde es tatsächlich cool. Und zwar The Taste of Christmas Zimtzucker. Kenne ich noch nicht. Kenne ich so noch nicht. Natürlich kann man sich selber zusammenmischen. Aber finde ich irgendwie cool. So schnell in der Anwendung. So ein kleines Päckchen mit 20 Gramm. Ich finde es cool. Also mir gefällt's. Hammer. Cool. Haben wir auf jeden Fall viele neue Produkte trotzdem drin. Dieses Jahr finde ich richtig, richtig gut. Die 8. Die ist hier und hier haben wir, ja, etwas, was sich auch wiederholt und wo ich mich jetzt frage, braucht man das wirklich, wenn man jetzt diese Schoko-Chunks schon drin hat. Da kann man jetzt Cookies damit machen, lasse ich mir jetzt mit Plätzchen eher noch eingehen. Da wäre mir auf jeden Fall die alleine lieber gewesen als jetzt die Schoko-Chunks. Sagen Sie vielleicht, hat man vielleicht Zartbitter und Vollmilch mit drin, dass man Schokolade in das Gebäck reinmischen kann, aber ich hätte jetzt tatsächlich nicht beides gebraucht, gebe ich jetzt ehrlich zu. Es sind jetzt 3 so Schokostreusel, die man reinmischen kann, beziehungsweise 3-mal Schokolade, die man zum Backen verwenden kann. Müsste jetzt für mich ehrlich gesagt nicht sein. Aber okay, ich werde dann einfach Cookies machen. Oh, so Bananen-Cookies mit Schokostückchen drin wären doch cool. Ja, ich habe schon wieder Ideen. Die 9, die ist auch gleich hier. Sehr schön. So, wo gehst du auf? Hier. Das will nicht aufgehen. Und hier haben wir ein längliches Türchen. Eine Kuvertüre. Ja, jetzt wird es ein bisschen viel mit Schokolade, Leute. Jetzt wird es echt ein bisschen viel. Also jetzt will ich keine Schokolade mehr drin haben. Wir haben jetzt bei Zartbitter einmal eine Glasur und eben die Kuvertüre. Und bei den Chunks einmal, also bei den Schokostückchen einmal Vollmilch und einmal Zartbitter. Ist jetzt genug. Reicht jetzt. Vollmilch, Kuvertüre. Ich kann es natürlich brauchen. Immer wieder für irgendwelche Torten, Kuchen oder auch Plätzchen. Ist es auf jeden Fall nicht schlecht, aber ist jetzt genug. Die 10. Die ist ja hier unten. Habe ich natürlich nicht gesehen. Auch ein großes Türchen. Und hier haben wir, Türchen Nummer 10 haben wir auf jeden Fall was drin, was man brauchen kann. Flüssiger Bourbon-Vanille-Extrakt, gezuckert. Okay, gezuckert sogar. Also im Endeffekt so wie Vanillezucker kann man den verwenden, denke ich mal. Das ist okay. Ist okay, lasse ich mir eingehen. Haben wir noch eine größere Vanille drin für die Plätzchen. Und Vanille braucht man immer für die Plätzchen. Also das passt auf jeden Fall. So, aber jetzt die 11. Die muss ja irgendwo anders sein, oder? Sonst haben wir ja alles auf dieser Seite weg hier. Und die 11, die ist hier. Ein längliches Türchen wieder. Und hier haben wir, das finde ich auch sehr gut und mag ich sehr, sehr gern auf Plätzchen auch drauf. Und tatsächlich nicht nur für Plätzchen, sondern so eine schöne Latte Macchiato gemacht, oben Karamellsoße drauf und Mandelkrokant. Kann ich euch sehr empfehlen. Deswegen finde ich super, werde ich auf jeden Fall verwenden. Einmal von Dr. Edgar, das Mandelkrokant, finde ich, kann man auch immer brauchen. Ist auf jeden Fall Gott sei Dank was anderes und vielleicht kann man das irgendwie mit der Schokolade mischen, mit Schokolade was machen. Na, die 12, die glaube ich war wieder auf der anderen Seite. Ja, die ist hier. Und hier haben wir ein kleines Türchen mit, hört sich auch interessant an. Finde ich cool, dass sie dieses Jahr so viele Weihnachtsprodukte reingepackt haben. Bis jetzt waren ja immer bloß diese Weihnachtsprodukte drin wie in Türchen 1, also diese Fertigprodukte. Aber so Weihnachtsprodukte, glaube ich, waren bis jetzt noch nicht viel drin. Von Dr. Edgar einmal The Taste of Christmas Paste Typ Lebkuchen. Mega cool. Ein Teelöffel ist ausreichend für 250 Gramm Teigcreme oder Sahne. Kann je nach gewünschter Intensität erhöht werden. Bin ich sehr gespannt. Für Torten, Gebäck, Desserts und Cremes. Ich glaube, die werde ich auch probieren. Irgendwie so Lebkuchenkekse machen. Mit den Lebkuchenmännern. Gute Idee. Passt natürlich dann zusammen. Lebkuchenmix und der Ausstecher zusammen ist sehr, sehr schön. Gefällt mir. So, die 13 waren hier. Ist sie hinten? Nö, hier ist sie auch nicht an der Seite. Hier ist sie. Ein längliches Türchen wieder. Und zwar, weiß nicht. Ja, man kann schon sagen, es ist weihnachtlich. Ich meine, auch am Weihnachten gibt es Sterne und so, aber irgendwie, das ist nicht so meins. Blauer Mix Sternstunden ist jetzt tatsächlich, muss ich sagen, nicht so 100% meins, das jetzt ich unbedingt verwenden würde. Aber vielleicht freuen sich die Kinder drüber. Da wären mir weihnachtlichere Dekor lieber gewesen.
Okay, die 14. Die, glaube ich, war aber jetzt an der Seite. Die 15 habe ich auch schon gesehen. Genau, die war hier. In der 14 haben wir, das haben wir, glaube ich, jedes Jahr drin, oder? Das kommt mir zumindest bekannt vor. Finesse Weihnachtsaroma. Ist jetzt die Frage, ob wir das unbedingt noch gebraucht hätten, jetzt mit der Lebkuchenpaste. Das ist, für was kann man das verwenden? Gebäck, Dessert, für Gebäck und Dessert zum Verfeinern. Also für mich ist das gleiche wie die Paste, nur halt in trockener Form. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Finde ich die Paste interessanter. Und vor allem, das kenne ich tatsächlich schon zu Genüge. Die 15, ein großes Türchen. Hoffentlich was Tolles. Ich glaube, wir haben hier wieder ein Fertiggericht drin. Ja. Aber auch wieder was Neues. Das kenne ich auch noch nicht. Das finde ich sehr gut, weil mit der Zeit war es tatsächlich so ein bisschen langweilig, weil immer dieselben drin waren. Die haben jetzt mittlerweile neue. Also die Zimtcreme kenne ich noch nicht, also die Zimtmousse. Und die kenne ich auch noch nicht. Orangen-Mascarpone-Creme mit Glitzerdekor. Hört sich mega an. Und wenn das Glitzerdekor ausgeht, kann man da bestimmt auch den Zimtzucker verwenden. Sehr cool. Nein, finde ich auch cool. Bekomme ich Hunger drauf. Da hätte ich jetzt auch Bock. Mit Orange. Sehr, sehr schön. So rum. Sehr schöne 15. Dann die 16, die ist hier. Auch wieder was Längliches. Ich bin echt gespannt, was sie in der 24 drin haben. Vielleicht wieder ein Geschirrtuch. Weil sonst war ja, glaube ich, immer ein Geschirrtuch drin, oder? Ja, da wäre halt eine Weihnachtsversion dann schön gewesen. Gebe ich jetzt ehrlich zu, ist nicht meins. Weiße Schokolade ist nicht so meins. Paradiescreme, weiße Schokolade. Und ich weiß, dass die da auch weihnachtlichere Sorten haben. Deswegen, ja, finde ich jetzt nicht so dolle. Ist für mich eher was für den Sommer, muss ich jetzt ehrlich sagen. So, die 17, die glaube ich war auch irgendwo an der Seite. Ja, hier unten auch wieder ein großes Türchen. Und zwar haben wir hier, das ist cool. Was ist denn das? Oh, das sind Dekorationen, Weihnachten. Das ist richtig, richtig süß. Das gefällt mir. Das ist toll. Kann man auch schön auf Plätzchen bestimmt drauf tun. Muss man nicht unbedingt auf Cupcakes drauf tun. Da ist zweimal so ein Handschuh drin, zweimal eine Zuckerstange, zweimal Geschenk, zweimal eine Mütze und 16 Mal diese Kreise da, diese Kringel. Sehr cool. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Die sollten mehr von diesen Weihnachtsbacksachen machen und die da alle reinpacken. Wäre ich voll dafür, weil die finde ich echt interessant, die Sachen. Die 18. Die 19 haben wir zumindest hier. Wo ist dann die 18? Hier. Und hier haben wir ein kleines Türchen mit einmal Aroma Zitrone. Finde ich auch okay, kann man auch immer brauchen. Obwohl hier wahrscheinlich zu Weihnachten hätte ich eher mit Rum verbunden, so mit Rumaroma, oder? Oder Vanille, aber Vanille haben wir schon. Deswegen da bin ich froh, dass das nicht drin ist. Mandelaroma wäre toll gewesen. Aber Zitrone ist jetzt auch nicht schlimm. Machen wir ganz gern, also entweder die richtige Zitrone oder das in so Puderzucker rein. Glasur. Jetzt in die Glasur mit rein. Deswegen finde ich nicht schlecht, kann man auf jeden Fall brauchen. Sollte auch was sein, was man immer zu Hause hat. Sehr schön. Die 19. Die ist hier. Und hier haben wir... Nein, bitte nicht. Oh Leute, die kann ich echt nicht mehr sehen. Die waren jetzt so oft in den Boxen drin und jetzt ist es auch hier wieder drin. Dann wäre halt wieder schön gewesen, sie hätten eine Weihnachtsversion gemacht. Von Dr. Oetker einmal der Seelenwärmer Vanillegeschmack. Sage ich jetzt nichts dazu. Kann ich nicht mehr brauchen. Mit dem kann ich mich mittlerweile zuschütten, gebe ich jetzt ehrlich zu. So, natürlich, der Adventskalender kann nichts dafür, dass ich so viele Boxen habe. Wäre aber auch, wenn ich es nicht schon 10.000 Mal hätte, nicht mein Geschmack. Kann der Adventskalender auch nichts dafür. Andere würden sich vielleicht darüber freuen. Bei mir ist es halt dadurch, dass ich es so oft schon hatte, habe ich mich daran ein bisschen satt gegessen und gesehen. So, dann die 20. Die 20, die 23 hätte ich schon. Ist die 20 hier auf der Seite? Ja, wieder ein längliches Türchen. Bitte was Tolles, bitte was Tolles. Also ein großes Türchen. Hier haben wir... Okay, das verstehe ich jetzt auch nicht so wirklich, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Süße Mahlzeit von Dr. Oetker, Milchreis nach klassischer Art. Ja, vielleicht auch wieder hier das zum Ende des Dezembers hin hat man jetzt nicht wirklich mehr Lust zu backen. Packen wir jetzt diese Sachen rein. Würde für mich ja Sinn geben. Aber 20 finde ich schon ein bisschen früh. Also ich finde, bis 20 kann man schon noch reinpacken, so Backsachen. Aber Milchreis, den finde ich besser als die süße Mahlzeit. Jetzt ist mein Adventskalenderständer runtergefallen. Egal. Die 21. Die ist die hier. Wo ist die 21? Die 22 habe ich schon gesehen, aber nicht die 21. Auch wieder ein großes, längliches Türchen. Wenn ich es aufbekommen würde. Hier haben wir, also ich denke, sie haben es tatsächlich so gedacht. Jetzt haben wir das noch drin. Auch sehr, sehr stark wiederholend. Hatten wir auch letztes Jahr drin. Dr. Oetker Oh My Chocolate Creme. 2 Portionen. Mag ich zumindest recht gerne, deswegen okay. Wie gesagt, der Seelenwärmer hätte für mich nicht sein müssen, das finde ich okay. Aber jetzt reicht es auch mit diesen Fertigpackungen, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Gucken wir mal, ob es weitergeht mit dem Fertigzeugsachen. Die 2
23. Die ist hier. Was Kleines. Bitte kein Seelenwärmer, sonst kriege ich die Krise. Ja, warum packen sie das nicht eher rein? Verstehe ich nicht. Also jetzt in der 23, das hätten sie vorher reinpacken sollen. Einmal von Vanillin Vanillezucker, finde ich, geht immer. Wäre jetzt toll, wenn noch ein Backpulver drin wäre, das könnte ich auch brauchen. Aber für mich ein bisschen spät. Lieber diese Fertigmahlzeiten später rein, wenn man eh nicht mehr bockt. Sehr, sehr schön. Die 23, die ist hier. Oh, könnte Backpulvergröße sein. Nein, wir haben auch hier was Fertiges. Okay. Warum nicht noch Backpulver? Vitalis Classic Porridge mit Wasser, schnell gemacht. Einfach Classic mit Vanille. Wäre halt auch toll gewesen, wenn ihr... Ja, man kann den Zimtzucker reinmachen. Das muss man dazu sagen. Da wird es natürlich jetzt auch super dazu passen. Und den mag ich zumindest auch. Porridge mag ich gerne. Wie gesagt, das Einzige, was mir hier jetzt nicht zusagt, ist der Tassenpudding. Sehr, sehr schön. Also Seelenwärmer, nicht Tassenpudding. Jetzt aber hoffentlich nochmal einen Hammer in der 24, Leute. Ja. Ich weiß, vorletztes Jahr oder letztes Jahr und vorletztes Jahr war eine Vanillekerze drin. Und ich mag keinen Vanilleduft. Ich habe die weitergegeben. Meine Schwester hat sich darüber gefreut, weil die liebt Vanilleduft. Deswegen war es nicht schlimm. Aber jetzt haben sie dieses Jahr endlich was für mich reingepackt. Danke, Leute. Eine Lebkuchen-Duftkerze. Finde ich Hammer. Finde ich richtig, richtig Hammer. Eine schöne 24. Gucken wir uns natürlich an. Hat auch eine... Oh, das sieht auch schön aus. Ist voll meins. Voll nach Zimt. Voll schön süß nach Zimt. Lebkuchen. Oh, finde ich Hammer, die 24. Muss ich jetzt sagen, finde ich Hammer. Ich bin froh, dass es nicht wieder die Vanillekerze ist. Meine Schwester hätte sich wahrscheinlich darüber gefreut. Und das war, also man muss schon sagen, es war jetzt kein künstlicher Vanilleduft, sondern es hat wirklich nach Vanille gerochen, als wenn man gerade gebackt hätte. Deswegen, es war für mich trotzdem ein bisschen angenehmerer Vanilleduft als jetzt diese ganzen künstlichen Kerzen. Aber die finde ich schon Hammer. Danke, Dr. Oetker, danke. Tolle 24, bin begeistert. Ah ja, und dass ich es euch nicht verheimliche, es war noch mit dabei, hat umsonst gegeben, ab, ich glaube, 40 € Bestellwert, die Paradiescreme Cookies and Cream. Habe ich einmal dazu bekommen, noch gratis. Und natürlich haben wir auch hier wieder unsere Rezeptheft mit dabei, wo eben dann verschiedenste Rezepte drin sind. Brunk, Agar, Pistazientraumstücke, Mandeltannenzapfen, gefüllte Haselnussplätzchen, Waffelkekse, gefüllte Weihnachtsplätzchen vegan und so weiter. Also viele für Brownies, Plätzchen nach Sacher. Nein, Plätzchen nach Sacherart sind das. Auf jeden Fall wieder tolle, schöne Rezepte, wo man dann die Produkte auch verwenden kann, die hier drin sind. Was sage ich jetzt dazu? Also ich finde es allgemein einen gelungenen Adventskalender. Ich muss sagen, mir sind diese schnell fertig Gerichte ein bisschen zu viel. Hätte ich lieber noch ein Backpulver drin gehabt und ich hätte auch gern noch so Weihnachtsdekor drin gehabt. Das hatten wir ja die letzten Jahre auch immer so ein, kennt ihr diese dreieckigen Weihnachtsdekore da? Hatten wir drin, da wäre schon eins toll gewesen. Sonst finde ich den eigentlich ganz schön, finde ich den eigentlich ganz gelungen. Wie gesagt, Vanillezucker jetzt nicht unbedingt am Schluss und weniger von diesen Fertigsachen. Bis 20 wäre schön so Backsachen, Weihnachtsbacksachen und ab 20, also ab 21 dann eben diese Fertiggerichte und dann noch die Kerze dazu, wäre ich super zufrieden gewesen. Sonst würde ich sagen, ist es schon ein schöner Adventskalender auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall wieder kaufen, auch wenn ich jetzt sehen würde, was da so drin ist. Auch wenn es ein paar Fertigsachen drin sind, da ist ja jetzt bloß eins dabei, wo ich sage, das brauche ich nicht. Ja, genau. Dekor, wie gesagt, Weihnachtsstreusel fehlen mir hier noch, da finde ich die blauen mir einfach nicht zu weihnachtlich. Ja, sie passen trotzdem, aber geht schon noch weihnachtlicher. Genau, aber die 6 und die 24 finde ich wieder mega gelungen, gefällt mir richtig, richtig gut. Also von mir auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Was sagt ihr zum Adventskalender? Würde mich mega interessieren. Ich verlinke euch natürlich auch noch den von letztes Jahr oben, damit ihr schauen könnt, wie war der so. Natürlich sind auch alle anderen Adventskalender verlinkt und es sind auch einige unterwegs, deswegen abonnieren, dass ihr die nicht verpasst. Genau, deswegen Daumen nach oben, Kommentar da lassen, was haltet ihr davon? Abo da lassen, damit ihr keine weiteren Adventskalender verpasst, vor allem die anderen beiden Bock-Adventskalender, Brand News Adventskalender, die Gusto Box Adventskalender, You Try Me Adventskalender. Ich habe auch dieses Jahr so einen ähnlichen wie Adventsum von einer anderen Marke aber. Und die werde ich vergleichen, finde ich mega interessant, deswegen Abo da lassen und gespannt sein. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.